Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr eine Geschenktüte machen könnt, und zwar mit einem selber bedruckten Papier. So könnt ihr das individuell gestalten und auch personalisieren, und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr gleich nach dem Intro. Heute will ich euch, wie gesagt, zeigen, wie ihr aus einem selbstgedruckten Papier Papiertüten machen könnt. Und zwar werden wir ein A4-Papier und ein A3-Papier, werde ich euch das zeigen. Und das sind je, also ich verwende da 120 Gramm Papier. Zusätzlich ist es hilfreich, wenn ihr ein Geodreieck habt, einen Bleistift, ein Falzbein und ein bisschen Flüssigkleber. Das ist eigentlich schon alles, was ihr braucht. Und vom Design her, die Tüten, also ich werde die so gestalten, und da gucke ich mir jeweils an, also ich falte das einmal vor, damit ich das so ein bisschen sehe, wie viel Platz ich für das Design habe, weil ich werde das Ganze drucken, aber ich will vorne ein Motiv drauf haben. Bei der A4-Seite habe ich gemessen, dass ich hier eine Seite, also die Vorderseite der Tüte ist minus die Umfallskante. Hier oben haben wir 6 cm in der Höhe und 10,2 cm, wo wir hier Platz haben. Und bei der A3-Seite sind das in der Breite 14,3 und in der Höhe 23,5 cm. Das ist so das, was ich wissen muss, und natürlich, wie groß eine A3 und eine A4-Seite ist. Und ich würde sagen, wir gehen mal rüber in Canva, weil ich werde es da aufbereiten. Ihr nehmt da einfach das Programm, mit dem ihr am besten arbeiten könnt und wo ihr das dann ausdrucken könnt. Vielleicht noch vom Drucker her, was ich auch immer wieder gefragt werde. Ich habe einfach bei mir einen HP-Drucker, das ist der OfficeJet 7710. Den ich verwende, aber eben, dann nehmt ihr einfach den Drucker, den ihr habt. Wenn ihr nur einen A4-Drucker habt, dann macht ihr die kleine Tüte. Wenn ihr auch einen A3-Drucker habt, dann könnt ihr auch die große Tüte bedrucken. Ihr könntet natürlich auch ein großes Papier nehmen und das dann matten, wie auch immer ihr das machen wollt. Ich zeige euch einfach die beiden Größen mit der Variante, dass ich das selber drucke. Von dem her rüber in Canva. Ich bin hier mal auf Canva und werde da ein Design erstellen. Ich habe ein Abo bei Canva, von dem her kann das durchaus sein, dass ich mehr machen kann als ihr. Gebe ich die Größe ein, eine A4-Seite will ich in der Breite 29,7 mal 21. Das sind natürlich nicht Pixel, sondern Zentimeter. Machen wir nochmal. 29,7 mal 21. So, Design erstellen. Und jetzt hole ich hier mal ein paar Bilder. Und zwar habe ich Digi-Stamps, das ist der Eisbär Walter, den habt ihr bei mir auf dem Kanal auch schon gesehen, ne? Und da will ich den Button bunt. Das ist eines. Und dann lade ich nochmal ein Design hoch, und zwar das Digi-Papier. Ich nehme einerseits das mittelblaue und mal gucken, für das große nehme ich dann das gelbe. Da habe ich beide schon mal drin in meinen Dateien. Jetzt nehme ich zuerst das Papier und gucke, dass ich einfach die ganze Seite ausfülle. Ich könnte das jetzt wesentlich größer machen, dass es alles abdeckt, aber was ich gerne mache, ich dupliziere das einfach, weil solche Muster wiederholen sich irgendwann. Man muss nur den Punkt finden. Hier ist er. Genau. Jetzt sieht es so aus, als ob das eine A4-Seite wäre. Das kann ich noch zuschneiden, damit es dann auch wirklich eben nur die A4-Seite ist. Gehen wir so. Und dann kann ich die beiden kopieren, so dass das einfach eine Seite ist. Dann nehme ich einen Kreis noch und der Kreis
Das wird die A4-Seite, da habe ich gesagt, ich habe 10,2 cm mal 16 cm Platz. Ich gehe aber da gerne nicht bis ganz an den Rand, also nehmen wir 8 cm. Also passe ich das einfach an, dass ich 8 mal 8 cm habe. Das haben wir. Den will ich jetzt aber weiß haben. Und ich werde den mittig auf dem Papier platzieren. Und dann kann ich noch den Eisbären reinnehmen. Da gucke ich einfach, dass dieser Kreis vom Muster her schön in meinem weißen Kreis drin ist. Drehe das noch ein bisschen. Und ich verschiebe das so ein bisschen mit der Pfeiltaste, geht am einfachsten. Ich würde sagen, so gefällt mir das. Und so kann ich das Ganze eigentlich auch schon ausdrucken. Dann habe ich das in meinem Downloads als PDF und kann das hier an den Drucker übergeben. Dann sage ich hier drucken. Und der sollte mir das jetzt drucken. Dann gebe ich dem Ganzen einen Namen. Sagen wir hier mal Tüte Walter. So, dann kann ich Datei und speichern. Jetzt gehen wir wieder auf die Startseite. Und jetzt mache ich noch ein neues Design. Und zwar eben die A3-Seite. Das heißt, von der Breite her sind wir bei 42 cm. Diesmal gerne von Anfang an Zentimeter. Und in der Höhe haben wir 29,7. Design erstellen. Und hier machen wir jetzt eigentlich genau das gleiche. Das heißt, ich nehme den Hintergrund, passe das hier drauf und dann dupliziere ich das. Und verschiebe den so lange, bis ich merke, dass sich das Design wieder ruht. Passt, dann können wir das zuschneiden auch wieder. So, und das Ganze auch wieder kopieren, damit sich das Ganze nicht verschiebt. Auch hier gebe ich wieder einen Kreis drauf. Sage dem auch wieder weiß. Und bei der A3-Seite haben wir vom Platz her von der Vorderseite 23,5 in der Höhe und 14,3 in der Breite. 14,3, ich ziehe da mal 2-3 cm ab, da wären wir bei, ich würde sagen, wir nehmen 10, passt. Also mache ich den auf 10 cm. Eine, mache den auch wieder in die Mitte und hole hier nochmal meinen Walter. Mache den kleiner, damit er in den Kreis reinpasst. So, in dem Stil gefällt mir das gut, aber den will ich auch wieder drehen. So, hier soll er bleiben. Dann sage ich ja Tüte Groß Walter. Speichere das und dann drucke ich auch das aus. Das heißt, ich lade es runter, sage PDF-Druck, sage Download, dann kann ich das öffnen und auch diese Tüte drucken. Da muss ich natürlich das Papierformat anpassen, damit es auch wieder stimmt, und so kann ich das drucken. Und so sehen dann beide Ausdrucke aus, ne? A4, A3. Und was ich bei meinem Drucker nicht machen kann, ist komplett randlos drucken. Von dem her schneide ich eine Seite ab und oben. Auf einer Seite lasse ich stehen und unten auch. Und das mache ich kurz bei beiden Papieren. So, dann habe ich bei beiden Tüten 2 Seiten, die sauber sind. Und jetzt machen wir zuerst die kleine Tüte. Und was ich hier jeweils mache als Orientierung, ich zeichne mir hier mit einem Bleistift ganz fein kurz die 1 cm, ein 1 cm Klebelasche ein
Und dann weiß ich, dass das hier dann auf die 1 cm Lasche rüber geklappt wird. Und ich versuche hier auf den Seiten das noch gar nicht runter zu drücken, also die Falte zu machen, sondern ich klebe das jetzt hier einfach mal fest. Das heißt, ich gebe auf die eine Kante Kleber und wirklich nur ganz weniges, da braucht ihr nicht viel. Und dann nahe entlang der Anzeichnung von diesem 1 cm. Und jetzt lege ich die andere Seite schön hier drauf. Dass alles schön gerade ist und abschließt. So. Weil jetzt kann ich von der anderen Seite gucken, dass mein Walter wirklich schön in der Mitte liegt. Und erst jetzt die Falzlinie machen. Dann ist er hier schön mittig. Dann drehen wir das um und von unten mache ich jetzt, also ich lege den Lineal bei 5 cm an und knicke die Tüte um. Da gehe ich jeweils einfach drunter und ziehe die Linie quasi mit meinem Nagel so ein bisschen, oder ihr könnt das auch mit dem Falzbein machen. Und die legen wir um. So. Dann könnt ihr das wieder öffnen und dann legt ihr diese Ecken schön runter und guckt, dass diese Linie mit der Innenlinie abschließt. Ne? So. Dann streicht ihr diese beiden Kanten runter und dasselbe auch auf der anderen Seite. Ich gehe jeweils mit dem Daumen, drücke ich das hier so ein bisschen runter, damit das wirklich schön gerade wird. Und so streiche ich das auch hier runter. So, jetzt, was wir als nächstes machen, ist von dieser Mittellinie gehe ich 2 cm, also da lege ich den Lineal bei 2 cm an, auf dieser Linie. Und streiche das Papier runter. Und dasselbe mache ich auf der anderen Seite, auch bei 2 cm. Weil so haben wir hier eine Überlappung. Und so können wir das auch festkleben. Das heißt, ich gebe hier ins Dreieck ein bisschen Kleber. Einfach gucken, dass ihr nicht zu viel Kleber drauf gebt, damit es dann innen drinne nicht festklebt, sondern hier wirklich nur an diesen Außenseiten des Papieres. Dann gebe ich hier an diese Unterkante Kleber und hier an die Oberkante gebe ich auch Kleber. So, können wir das feststreichen, damit das schön hält. Dann war das hier auch schon alles mit dem Kleber, den braucht man nicht mehr. Und jetzt legt ihr den Lineal so hin. Also eigentlich müsste der mit diesen beiden Ecken abschließen. Wenn ihr den auf 2 cm macht, müsste das eigentlich der Fall sein. Dann könnt ihr die Tüte von der Seite knicken. Dasselbe auch auf der anderen Seite bei 2 cm anlegen. Da habe ich ein bisschen unsauber gearbeitet, ne? Das ist ein bisschen doof, aber naja. Vorführeffekt. Jetzt können wir das umlegen. Und zwar lege ich die einmal in die Richtung. Und
dann aber gleich auch noch in die andere Richtung um. So, dann können wir das Ganze öffnen. Das heißt, ich klappe das hier runter, öffne das Ganze. Ich drücke von innen die Ecken raus. Und was wir jetzt machen, ist, die äußeren Kanten müssen nach außen gehen und die innere Kante also die mittlere nach innen. Und so faltet sich das so ein bisschen vor, damit das schön da zu liegen kommt. Und wenn ihr die kauft, sind die ja schön zusammengelegt. Das heißt, ihr könnt hier in die Ecke reindrücken, hier in die Ecke reindrücken, das Ganze runterdrücken, weil so müsste sich das eigentlich wunderbar reinlegen, das Papier. Und so habt ihr genau die Tüte, so wie ihr die kauft, ne? Wenn ihr es aufmacht, könnt ihr das hier oben bei ca. 1 cm umlegen. Dann könnt ihr euch überlegen, was ihr machen wollt, ob ihr nur eine Holzklammer reinmacht, ob ihr Löchlein reinmacht und das dann, Moment kurz, ich hätte das gerne gerade. Ist wieder die Detailverliebte, ne? So, jetzt ist es gerade. Da könnt ihr überlegen, ob ihr Löchlein reinmacht und ein Band durchzieht oder ob ihr eine Klammer drauf macht. Ich würde sagen, bei dem mache ich eine Klammer und beim anderen mache ich Löchlein rein. Ich habe hier solche kleinen Holzklammern, die eignen sich super für solche Tüten. Gibt es auch in Farben. Ich finde das eigentlich ganz schön jetzt mit der farbigen Box, wenn das einfach nur Holz ist. Und ja, dann könnt ihr auch noch einen Geschenktag oder irgend sowas oben drauf machen. Und so habt ihr wunderbar eine selbstgemachte Tüte. Ne? So sieht die aus. Und da könntet ihr natürlich die auch personalisieren. Das heißt, ihr macht einen Namen drauf oder was auch immer ihr da gerne drauf drucken wollt. Das war die kleine Tüte. Jetzt machen wir mit der großen Tüte dasselbe. Das heißt, ich zeichne hier auf der Seite, wo ich den weißen Rand stehen habe lassen, auch 1 cm ein als Klebelasche. Und da klebe ich jetzt das Ganze auch schon zusammen. Wenn euch das lieber ist, könnt ihr auch mit Doppelklebeband arbeiten. Ich arbeite hier einfach gerne mit einem Flüssigkleber. Aber das macht ihr einfach so, wie es für euch am besten passt. So. Und jetzt kann ich das auch wieder aufeinander bringen. Dann haben wir auch hier unseren Tunnel. Und jetzt kann ich auch das so hinlegen, dass ich auf beiden Seiten in etwa denselben Abstand habe. Haben wir das schon. Dann drehen wir auch das wieder um. Hier gehe ich von unten 7 cm hoch und lege das hier um. Dann öffnen wir auch das wieder und legen die Kante hier schön innen drin aufeinander und streichen das runter, die Seite runter, dann die andere Seite, auch schön abschließend hier mit dieser Mittellinie. Und hier gehen wir ab der Mittellinie bei 3 cm. Dasselbe mache ich auch von der anderen Seite, auch bei 3 cm ab dieser Mittellinie, da wo wir gefalzt haben. Dann können wir auch das hier festkleben. Auch hier mache ich wieder
nur dieses äußere Dreieck. Jetzt sind es von der Seite auch 3 cm ab dem Ende von der Tüte. Da streiche ich das fest. Und dasselbe auf der anderen Seite, auch bei 3 cm. Das müsst ihr jetzt hier eben auch wieder mit diesen Ecken abschließen auf beiden Seiten. Ne? Können wir auch die wieder aufmachen. Das heißt, ich klappe das hier runter, drücke diese Ecken so ein bisschen raus. Da müssen wir der einen Kante helfen, dass die sich nach außen biegt. Die innere nach innen. In dem Stil. Dasselbe auf der Seite. Und jetzt könnt ihr hier auch wieder in die Ecken reindrücken und das so ein bisschen zusammendrücken, weil dann sollte sich hier hinten das wieder schön zusammenlegen lassen. Auch das wäre so, wie ihr eine Tüte kauft, ne? Hier schön zusammengelegt und da könnt ihr auch schon ein paar vorproduzieren quasi und die dann schön aufeinander legen und dann eine nehmen, wenn ihr eine braucht. Das ist das Schöne, weil man die eben zusammenfalten kann. Und mit dem 120 Gramm Papier, finde ich, ist die schon schön robust. Wenn ihr die nutzen wollt, macht ihr die einfach auf und legt sie oben schön gleichmäßig um. Ich mache da jeweils so circa 2 cm sind das in etwa. Und hier mache ich jetzt noch Löchlein rein, damit wir das mit einem Band zusammen machen können. Kann ich hier ein Geschenkband durchziehen. Gucken, wie lange das sein muss. Damit euch die Ecken nicht ausfransen oder die Enden nicht ausfransen, könnt ihr die mit dem Feuerzeug kurz so ein bisschen drüber gehen. Hier habe ich schon gemacht. Wunderbar. Und jetzt könnt ihr hier einfach noch eine schöne Schlaufe machen. Natürlich wäre die Tüte schon gefüllt, ne, mit dem, was ihr da reinmachen wollt. So, haben wir hier eine Schlaufe oben, die das Ganze zusammenhält. Und so einfach könnt ihr Geschenktüten selber bedrucken. Ihr könnt sie personalisieren, wenn ihr irgendwas einen Namen drauf schreiben wollt. Ne, die sind wirklich auch, also ich finde, die sehen eigentlich aus wie gekauft. Unten haben wir eben so ein bisschen diesen weißen Streifen, der stört mich nicht. Wenn euch der stört, dann könnt ihr den abschneiden. Hinten sehen wir den weißen Streifen nicht, weil wir den drunter geklebt haben. Na, auf beiden Seiten. Hier auch dieser kleine weiße Streifen. Jo, wie gesagt, so einfach sind solche Tüten gemacht. Und das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen und dass ihr da Lust habt, das selber auch nachzubasteln und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!